Hey Leute, willkommen zurück. In diesem Video werden wir einfach uns ein paar Interfaces anschauen, was Interfaces überhaupt sind und wie wir die in unseren Blueprint-Klassen nutzen können. Im Grunde sind Interfaces gut, um die Laufzeit des Spiels zu verbessern. Das heißt, das Spiel läuft flüssiger, auch wenn das ein größeres Projekt ist. Entsprechend besser, dass man Interfaces nutzt, anstatt irgendwie Casting. Hierzu gehen wir einmal in den Main-Folder. Keine Sorge, diesen Player-Based Char, den werden wir einfach das nächste Video erstellen. Hier geht es erstmal um die Interfaces. Hier werden wir uns einen neuen Ordner erstellen und nennen ihn einfach Interfaces, sodass wir in unserem Main-Folder, also in dem Main-Ordner Interfaces haben. Hier holen wir uns dann das erste Interface. Einfach Rechtsklick, Blueprints und dann müsste das hier Blueprint Interface sein und nennen das Ganze einfach int für Interface, bp und Player, char. Das ist jetzt das Interface für den Player-Charakter und für den Player-Controller werden wir uns ein anderes dann später machen. Im Grunde ist es schön, für jedes Blueprint-Class auch ein Interface zu haben. Also unser Player-Base wird ein Interface nutzen dürfen und dann gibt es ein anderes Interface, das ich noch machen werde für den Player-Controller. Ob wir für die anderen auch welche machen, wird sich noch zeigen. Also unser Base-Char, meine ich, und den Player-Controller schauen wir uns gleich mal an. Mit so einem Interface können wir dann harte Referenzierungen vermeiden, was sich dann positiv auf die Laufzeit des Spiels auswirkt. Um das einmal kurz zu erklären, ich gehe mal in den Controller rein. Und was man sonst so sieht im Internet oder auch von Epic, die nutzen dann bei so Events dann eher so eine harte Referenzierung. Wenn man dann auch noch sowas hat wie so eine Playerbase und im Controller das dann entsprechend referenzieren will, so eine Playerbase. Der übliche Weg ist halt so ein Cast, so eine harte Referenzierung, sowas wie hier Cast to EP Player Base. Das ist so der übliche Weg, der sonst gezeigt wird. Das Ganze kann man dann so zu einer Variable promoten und das Ganze wird dann entsprechend dann zur Verfügung hier gestellt über so eine Hard-Referenzierung, über eine Cast-Geschichte, um dann auf diese Player Base hier in diesem Beispiel zugreifen zu können. Das ist so der klassische Weg, den man sonst kennt. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir hier eine harte Referenzierung haben, das heißt über den Cast. Das heißt, auch alles, was hier drin ist, wird auch in das Spiel geladen. Also das ist entsprechend speicherlastig und das wird dann entsprechend auch einfach in dem Speicher geholt über den Cast, über diesen Weg. Und alles, was hier auch noch an Klasse referenziert wird, das wird auch nochmal geladen. Das heißt auch die ganze Hierarchiegeschichte. Ihr könnt euch vorstellen, dass das bei einer größeren Geschichte auch etwas länger dauern kann, bis so ein Spiel geladen hat oder irgendwelche Menüelemente aufpoppen, wenn man den Weg über Hardreferenzierung geht. Und diese ganze Cast-Geschichte und die Referenzen, die müssen ja im Speicher dann geladen werden. Deswegen dauert das alles viel länger und wirkt sich auch auf so eine Laufzeit aus bei so einem Spiel. Ne? Um das Ganze halt zu vermeiden, dass ja so ein Spaghetti-Code dann über Cast-Geschichten und sich selbst nochmal castet und eine andere Klasse castet und so weiter. Um das Ganze zu vermeiden, ist halt das Interface-Geschehen ziemlich schön und dann eine Lösung für das Problem, um diese Laufzeit-Geschichten einmal ja nicht als Problem zu haben. Die Lösung hierfür sind im Grunde Interfaces. Ich lösche das hier einmal und wir schauen uns einfach an, wie wir das dann mit Interfaces lösen können, um die Ladezeiten entsprechend zu verschnellern und die Spielercomputer zu entlasten, die dann das Spiel spielen werden. Hierfür haben wir unser Blueprint erstellt vom Interface, also das Interface, das für ein Blueprint genutzt wird, in diesem der Player Char. Wenn wir das öffnen, dann sehen wir, wie so ein Interface aussieht. Hier bekommen wir auch schon direkt die erste Funktion hier vorgeschlagen für so ein Interface. Mit dem Laufe der Zeit werden wir einfach Funktionen hier hinzufügen bei den Interfaces, damit das Ganze auch bei den Blueprint-Klassen einfach genutzt werden kann. Und Interfaces sind insofern schön, dass die klassenübergreifend Informationen sharen können. Sowas wie ein Gesundheitszustand von so einem Player-Char oder verschiedene andere Informationen, die die ganzen Blueprint-Klassen nutzen können, die das Interface dann einfach implementieren.
Hier so ein paar Beispiele zu nennen. Einfach sowas wie, ob ein Spielercharakter gerade tot ist oder nicht, oder was für einen Mana-Stand er hat, was für einen Healing-Stand er hat. Und solche Informationen halt, die dann klassenübergreifend überall dort verfügbar sind, die dieses Interface einfach implementieren. Ja, für Multiplayer ist das so ein kleiner Workaround natürlich mit Interfaces, weil man hier die jetzt nicht multiplayer-technisch einstellen kann, diese Funktion. Ja, und hierfür müsste man halt ein zusätzliches Event aufsetzen, das dann über den Server läuft und über das Interface, aber das ist okay. Dafür haben wir ein Spiel, das nicht ständig hardcastet und performanter läuft. Dafür haben wir das klassenübergreifende Interface dann in allen Klassen, die das implementieren. Muss man einfach im Hinterkopf behalten. Gehen wir dann zum Interface und schnappen uns das. Einmal ausgewählt, gehen wir dann in unseren Player Base und dort oben finden wir dann Class Settings und hier rechts sehen wir dann Interfaces und können dann ein Interface hinzufügen namens int bp und da haben wir unser Interface, das wir entsprechend hier implementiert haben in die bp Player Base. Dann schnappen wir uns dieses Interface, gehen zu unserem bp Player Base und hier oben können wir dann auf Class Settings gehen und entsprechend hier rechts unter Interfaces das hinzufügen, int bp Player char und haben das entsprechend dann hier implementiert. Compile Save. Jetzt haben wir das Interface hinzugefügt. Unter Interfaces, wenn wir das aufklappen, sehen wir dann hier die Funktion, die das Interface auch birgt. Und so haben wir unser erstes Interface hier in diesem Projekt hinzugefügt. In so eine Blueprint Class, Playerbase. Das Ganze werden wir dann im Laufe der Zeit auch nutzen. Jetzt gehen wir über und machen uns ein weiteres Interface für den Player Controller. Auch wieder Rechtsklick, Blueprints, Blueprint Interfaces, int bp Player Controller nenne ich das bei mir. Speichere das Ganze hier. Holen wir dann den Player Controller im Main Folder, BC Dungeon Player Controller. Gehe dann wieder auf Class Settings hier oben und füge das hinzu, das Interface, unter Implemented Interface. Und zwar den int bp Player Controller. Kompiliere, speichere das Ganze. Haben wir das Interface hinzugefügt. Kompiliere das hier auch mal und speichere das erstmal. Lass uns ein nächstes Interface hier hinzufügen. Das können wir im späteren Verlauf nutzen. Und zwar ist das wieder so ein Blueprint Interface unter Blueprints. Ich nenne das BP, also int BP Enemy Base. Den nutze ich dann später für Enemy Base. Das was die Gegner betrifft. Wir haben noch keine Gegnerklasse dafür, aber das kommt im Laufe der Zeit. Nur um dann hier an der Stelle die Interfaces schon mal zu haben. Gut, im Main-Ordner, da könnt ihr euch noch mit Rechtsklick dann eine Blueprint-Class machen. Und zwar auch wieder einen Player-Charakter. Und den könnt ihr dann nennen BP Player Base. Also BP Player Base. Ich nenne ihn bei mir BP Player Base 2, weil ich den schon habe. Das ist einfach nur, weil ich in einem Video, das ich schon fertig habe, den schon hinzugefügt habe. Wenn ihr den noch nicht habt, einfach hinzufügen, sodass ihr den BP Player Base auch habt. Und zwar die Char-Version. Das Ganze machen wir, weil wir hier kein C++ aktuell nutzen, um ja, über Vererbung da etwas noch klassenübergreifend, da variablentechnisch weiterzureichen. Diese BP Player Base, die muss natürlich als Elternelement für die BP Player nutzen. Das heißt, die BP Player Base Char wird Elternelement sein für die BP Player Base. Da geht ihr einfach in den BP Player Base da rein und unter Class Settings, da muss bei euch hier oben dann entsprechend BP Player Base Char sein. Und den BP Player Base Char wählt ihr dann aus für die Blueprint-Klasse BP Player Base. Das Ganze können wir kompilieren und speichern und haben das entsprechend eingerichtet. Das Ganze ist dann halt die Kind-Klasse. Das Ganze hier oben auch nochmal aufmachen. BP Player Base Char, den wir vorhin geöffnet haben.
also die Elternklasse hier, können wir halt öffnen. Entweder hier doppelklicken oder über das Kind-Element. Das auch hier rüber gehen, hier oben rechts. Und die ist dann das Elternelement. Die ist dann das Elternelement von dem WP Player Base. Und was wir hier machen, wird nicht so viel sein. Gibt es halt ja, die Vererbung an die Kind-Klassen, die dann entsprechend ja, so Variablen klassenübergreifend scheren. Das ist halt nur eine ganz, ganz einfache Basisklasse für Charakter oder für jetzt eine Computer-NPC-AI-Geschichte. Und unsere BP Player Base ist dann halt das Kind-Element als Basis für die ganzen Spielecharakter, sowie Paladin oder die anderen, die wir noch erstellen werden. Das Ganze macht es einfacher, um irgendwelche Schadenevents zu programmieren oder speziell, wenn man PvP implementieren möchte in dem Spiel, wo die Spieler gegenseitig ja, sich duellieren dürfen. Dafür ist das Ganze ziemlich einfach dann durch die Vererbungsgeschichte. Im Grunde nutzen wir diese ja, Basisklasse, um ja, Grundfunktionalitäten zu geben, die dann vererbt werden an die Kindklassen, die sowohl bei dem Spielercharakter auftreten dürfen, als auch bei der NPC- oder Gegnercharaktere, die dann entsprechend einfach davon erben und gleiche Funktionalitäten haben dürfen oder einfach auf die gleichen Variablen zugreifen. Das macht das einfach übersichtlicher und einfacher. Wenn wir das im Nachhinein programmiert haben und die Funktionalitäten haben, dann wird man halt die Strukturen besser kennenlernen und verstehen. Ja. Ein Interface können wir noch machen für den Game Mode, für den Game Mode Dungeon Master. Ich nenne es einfach Interface, also int bp Game Mode. Speichere das Ganze. Für den Fall, dass ich das im Laufe der Zeit einfach nutzen werde. Dann wollen wir das noch in dem Game Mode auch setzen, in dem GM Dungeon Master, auf Class Settings gehen und unser Interface dort auch hinzufügen. Int wp Game Mode, compile save. Ja, das waren unsere Interfaces erstmal. Lasst uns mit dem ersten Implementieren hier beginnen. Wir gehen dazu einfach in den Layerchar Interface. Die erste Funktion wollen wir hier einfach überschreiben mit umbenennen, F2. Und wir wollen unseren Spielercharakter initialisieren am Anfang. Das Ganze einfach initialisiere Layerchar. Initial Layer. Das Ganze wird dann vom Player Controller irgendwann aufgerufen, wenn das Spiel anfängt. Wir werden das im Laufe der Zeit noch implementieren. Wir sind noch nicht an der Stelle angekommen, aber das kommt noch. Und wenn wir so einen Player initialisieren, so einen neuen Player, dann wollen wir dann irgendwann in ja, Player Controller hier entsprechend einfach diese Funktion aus dem Blueprint Layerchar dann auch aufrufen hier. Dafür ist sie da. Bei uns hat diese Funktion keinen Output hier in dem Interface und aus diesem Grund kann man auch diese Funktion einfach als ein Event laufen lassen, um das Ganze zu machen. Also wir nutzen das als Event hier. Zum Beispiel, ihr habt irgendeine Funktion, die irgendeinen Output hat, dann geht das nicht mehr. Also wenn ihr hier irgendwie so einen Output hinzufügt, dann wird das nicht mehr gehen, dass man das als Event aufrufen kann. Das kann man so im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt das als Event einfach nutzen wollen, dann dürfen wir da an der Stelle einfach keine Outputs hier erstellen. Um das einmal erklärend zu zeigen, machen wir einfach zwei Funktionen hier. Eine wird heißen mit Return, die andere ohne Return. So. Die Funktion mit Return, lass uns die mal als Beispiel nehmen. Die wird etwas zurückgeben. Irgendein Float, zum Beispiel Mana. Soll erstmal als Beispiel dienen. Ihr müsst das alles nicht nachprogrammieren. Das ist nur ein Beispiel. Und die Funktion ohne Return
Die hat halt nur Inputs. Und was macht die? Die setzt dann das Mana. Lass uns das mal anschauen. Compile Save. Das heißt, wir haben eine Funktion ohne Return, without Return. Das kann man als Event dann nutzen bei den Graphen. Und die Funktion mit Return, die wird nicht als Event aufrufbar sein. Das schauen wir uns mal an. Gehen wir mal zur Playerbase, kompilieren und speichern das. Hier auch einmal. Wir haben hier halt diese zwei Funktionen, hier unten links, without Return und with Return. Die sind halt verschieden. Und die Funktion with Return, wenn man die doppelklickt, also die sagt einfach nur, man kann hier Informationen einstöpseln. Das heißt, ja, in die with Return, da kann man Informationen packen und bei den gelben, also without Return, die können wir nicht so öffnen und mit Informationen versehen. Das ist halt ein Event ohne Return Statement. Ich lösche die mal hier wieder. Und die Funktion mit Return, wenn ich die öffne, da können wir Informationen auch noch da haben. Das heißt, mit Without Return, die kann ich hier auch nicht rausziehen und hier verwenden. Und die Funktion mit Return, die kann ich hier rausziehen und hier das Mana verwenden. Das heißt hier auch, wenn wir jetzt die mit Return mal öffnen, können wir auch in anderen Klassen verwenden und uns dieses Mana schnappen dann, die man entsprechend dort einfach reingeblockt hat, um die Informationen zu bekommen. Wann immer ihr so Interfaces dann nutzt und irgendwelche Probleme habt, da schaut einfach nach, ob ihr bei dieser Funktion mit Return, wenn man die öffnet, das nicht irgendwie vergessen habt zuzuweisen, wie in dem Beispiel das Mana, dass da einfach die Verbindung fehlt, um das Ganze zu aktualisieren. Also wenn sich die Mana mal ändert oder einfach nicht geholt wird, das ist so ein Punkt, wo man einfach nachschauen kann. Ja, das sind halt die Interfaces mit einer Information, die man zurückgibt als Return-Wert. Wir stellen hier einmal kurz, wenn wir wieder zurück im Event-Graph sind. Wenn man hier dann einmal Rechtsklick drückt und hier unter Add Event, da können wir halt einmal sehen. Hier ist dieses eine Event Initialisiere Player, das wir aufgesetzt hatten in dem einen Interface. Was wir hier auch noch haben, neben dem Event Initialisiere Player, haben wir ja auch dieses Event F-Funktion mit Return, um das Beispiel da zu machen. Wenn wir dann nochmal reingehen und bei Add Event, da sehen wir nicht dieses Event mit diesem Return Statement, also die Funktion with Return ist dort nicht vorhanden. Allerdings sieht man dort das Event mit der Funktion, dass die vorhanden ist. Das ist so der Unterschied, wenn man jetzt einen Output definiert oder nicht im Interface. Also nur Funktionen, die ein Event sind, also nur Funktionen, die keine Return Statements haben, das heißt, die keine Output-Geschichten implementiert haben, die können Events sein. Das heißt, die zwei, die wir hier gemacht haben. Das eine, das war der Initial Player und das andere, das war die Funktion ohne Return Statement, um das einmal zu zeigen. Und die Funktion mit Return, die sehen wir dann nicht als Event. Bei dem Event Initial Player, da kann man dann, wenn man das aufruft, bei Begin Play, wenn das Spiel startet, dann kann man dort Logik implementieren, die dann entsprechend nach so einem Spielstart geschieht und den Spieler-Char dann initialisieren. Das Ganze nutzen wir in diesem Beispiel in der BP Player Base. Und was das Ganze macht, da haben wir ein bisschen mehr Kontrolle drüber, weil das ja in dem Player Controller ausgeführt wird, der entsprechend auch dieses Interface Player Controller implementiert, das hier verwendet wird. Das Ganze ist halt klassenübergreifend. Das gleiche für so Events, wenn so ein Spieler so eine Mana-Flasche einfach öffnet oder einfach aufsammelt, dann können wir dieses Event hier aufrufen und entsprechend dann ja, das Mana auffüllen. Bei so einem Blueprint, wo das mit der Mana-Flasche einfach dann als Event stattfindet,
das wird dann entsprechend auch hierhin weitergeleitet als Event und bei dem Spieler dann entsprechend das Mana erhöhen. So kommunizieren dann diese zwei Klassen miteinander. Einmal die Klasse, die da diese Mana-Flasche darstellt und diese Klasse hier, die den Player darstellt. Wenn wir dann so ein Beispiel haben, so eine Funktion mit Return und die dann einfach hier einen Wert bekommt. Das heißt, so ein Mana wird halt returned. Und zwar, weil so eine Flasche aufgehoben wurde. Wie das Ganze dann funktioniert, ist, wenn wir dann im Player Controller sind, oder Dungeon Controller, dann kann das Ganze im Event dann einfach hier geholt werden. Das ist dann die Funktion ohne Return. Die mit Return meine ich an der Stelle. Die Funktion mit Return wird dann weiter aufgerufen. Das heißt, wenn wir hier sind in der Funktion mit Return, der bekommt dann ja entsprechend einen Wert über die Information, wenn er irgendein Event hat, wie so eine Mana-Flasche aufgehoben oder genutzt. Und im Player-Controller wird er dann entsprechend diese Funktion irgendwann aufrufen. Also davor ist ja irgendwie auch noch Logik vorher. Und danach, wenn er das aufgerufen hat und das Event fertig war, dann können wir hier diese Mana-Geschichte auch weitermachen und mit den Informationen arbeiten. Ja, das ist so ein kleiner Überblick, wie so Funktionen mit Return hier arbeiten. Die sind ziemlich stark. Die kann man dann nutzen, die Funktion mit Return, wenn so ein Event ist, wie etwas aufgehoben, dass dieses Mana gesetzt wird und dann im Player Controller dann entsprechend bei einem bestimmten Event dann einfach genutzt wird, um das Ganze hier zu nutzen, das Mana weiterzureichen. Und das Ding wird dann genutzt, um so Sachen, um Updates zu machen über Laufzeit, über die Geschichte, um dann so Sachen und Elemente wie so eine Spieler-GUI, ne, zu aktualisieren und solche Geschichten. Die dann recht schnell laufen. Oder wenn der Spieler da getroffen wird von irgendeinem Gegner, das kann man damit alles als Event schnell abdecken, um dann etwas zu ändern. Es kann hier auch eine Heals sein, ne? Also wenn er irgendwas gemacht hat, der Spieler, dann ist die Mana verbraucht oder die Mana ist aufgeladen oder er wird irgendwo seine Hitpoints verlieren, dann ist das Ganze dann nicht mit Mana, sondern mit HP in der Variable, mit dieser Funktionalität dann. Und das ist so basistechnisch, wie man das Ganze nutzen kann. Und die Variablen, die dann abgedatet werden, also hier Mana oder sowas wie HPs, die stammen dann von hier unten links, dann einfach bei dem Spieler, der hat dann Variablen, die entsprechend hier reingezogen werden und ja, eine Aktualisierung bekommen bei solchen Events. Wenn sowas wie HP oder hier in dem Beispiel Mana dann aktualisiert ist, weil irgendein Event, also der Spieler hat irgendwie einen Heilungs gecastet oder einen Fireball geschmissen und das Mana ist dann hier aktualisiert entsprechend über eine Variable. Das wird dann halt im Grunde hier bei diesem Player Controller dann abgedatet und dann hier weitergereicht, um dann die Informationen zu bekommen. Dann wird einfach dieses Interface einfach irgendwo geholt, eingesetzt und dann kann man sich schnell mal die Informationen bekommen. Was ist überhaupt der Stand der Dinge hier für Mana oder Hitpoints? Das Schöne an der Geschichte ist, dass wir dann halt direkt von dieser Pawn, ne, von der Pawn können wir dann diese Information da bekommen und müssen das nicht über irgendwelche Cast-Events, die dann Arbeitsspeicher oder auch länger beim Laden brauchen, was wie Cast. Dann brauchen wir diese ganzen Cast-Geschichten nicht. Dann entsprechend das ja auch realisieren kann, ne, in der Richtung. Wie vorhin halt schon mal erklärt. Wenn es möglich ist, ist es natürlich schön, mit Interfaces hier zu arbeiten. Start mit der ganzen Cast-Geschichte und dieser Hard-Referenzierung.
Dann läuft das Spiel geschmeidiger und schneller und ihr vermeidet dann einfach Ladezeiten in euren Spielen. Ja, das war's für das kleine Intro hier. Dann schmeiße ich diese harte Referenzierung kurz raus. Und das hier auch. Das war nur zur Erklärung einmal. Ich lösche noch die anderen Sachen, die ich zur Erklärung einfach eingefügt habe. Dann noch in dem Player Char. Da lösche ich auch noch die Funktion with and without returns. Das waren unsere Beispiele. Den Initialize Player, den werden wir erstmal beibehalten. Eventuell nutzen wir den noch. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet so ein bisschen diese Interfaces kennenlernen und was dahinter steckt, wieso man das Ganze macht, dass die entsprechend klassenübergreifend da sind, was eine Funktion mit und ohne Return-Wert ist, wie man die nutzen kann und dass das Ganze etwas performanter läuft und besser als so eine Hard-Referenzierung über diese Cast-Geschichte. Ist nicht so ganz beginnerfreundlich, aber wenn man das einmal das Konzept verstanden hat, ist es ganz schön und erleichtert einem die Arbeit dann auch. Das war's auch schon für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.